So, let's go live. So, ja, ich bin schon da. Lass es dir schmecken. Ja, ich bin hier nichts am Essen, aber trotzdem danke. Mach hier gerade noch was nebenbei und gleich springen wir auch in unser Warm-up-Quali. Ich hoffe, euch geht's gut. Danke fürs Zusehen. So, ja, ich bin schon da. Hoffe, Soundqualität und Bildqualität ist auch okay. Sieht auch ganz gut aus hier. So. Habt ihr euer Quali schon gemacht? Ich habe ein Rennen bis jetzt gemacht. Wie sieht es bei euch aus? Ja, so sieht es im Moment aus. Ein Rennen kurz gemacht in Frankreich, das erste Rennen, und die nächsten 3 Rennen, die machen wir zusammen hier über unseren. Sehr gut, Mario. In welcher Klasse, in welcher Serie machst du dein Qualifying? Hast du gemacht? So, jetzt sind wir startklar. Ja, liebe Leute, danke fürs Zusehen von dem Livestream. Wir machen heute den Warm-up-Quali zusammen. Die letzten 3 Rennen, die machen wir noch. Und ja, lass uns hoffen natürlich, dass wir uns qualifizieren. Denke ich mal, wird kein
Und ja, lass uns mal da ein paar Strategien, lass uns mal da auch das Setup zusammen anschauen. Fahrer, Verstappen und Russell benutzen wir. Beide auf 5 würde ich mir auch ein bisschen höher wünschen, allerdings ist das im Moment nicht der Fall. Von daher, ja, dann springen wir mal rein. Lass uns mal hoffen, dass wir gute Punkte erzielen hier. Mexiko ist die nächste Fahrt und los geht's. 1495 Teampunkte haben wir aktuell. Da wird sich auch, denke ich mal, in den nächsten Tagen nichts tun. Weil jetzt wird das, ja, das Upgraden wird jetzt ein bisschen schwerer. Aber bin soweit ja zufrieden, so wie ihr es auch mitbekommen habt, sind wir ja auf einem guten Weg in der Champions-Klasse gute Punkte zu fahren. Natürlich wäre 30 Punkte pro Rennen natürlich phänomenal. Schaut euch das an, 1630 haben wir hier erwischt, unser Gegner. Ja, dann werden wir mal gucken, ob wir es auch hier gut über die Runden schaffen. Hoffen wir auf ein gutes Quali. Gegner vor uns. Wäre ja auch eine Schande, wenn nicht. 16 und 17 machen wir. Wir werden beide Fahrer boosten, in dem Fall, weil unser Gegner einfach mega stark ist. Einmal Selbstkontrolle und dann benutzen wir Boost, die wir eigentlich so an sich nicht benutzen. Wir benutzen Copper. Ja, und los geht's. Wir werden beide Fahrer auf Soft rausschicken. Ein Fahrer wird einen Undercut machen. Der andere Fahrer geht auf eine 4-4 und geht auf lang auf Softs. Schauen uns jetzt den Start an, hier schön pushen. Hoffen, dass wir jetzt hier schon ein paar Plätze machen können beim Start. Verstappen, komm, schön nach innen ziehen jetzt. Jetzt nach innen, jetzt nach innen. Ah, wird da gesandwiched. Aber alles um. Sehr, sehr schön. Max Verstappen geht da mal eben eine Runde fliegen vorne. Jetzt 13 war gut, hat er aber nicht halten können. So, dann gehen wir beide runter vom Gas. Und versuchen jetzt das Tempo zu behalten, die Position zu halten. Ja, Max Verstappen hat da ein paar Probleme, werden jetzt noch mal ein bisschen beschleunigen mit ihm und werden mit ihm eine 3-5 fahren, also werden mit ihm einen Undercut machen. So, haben uns wieder Platz 13 geholt. Sehen auch vorne jetzt hier Pierre Gasly noch vor uns, Platz 12 auf Hard, den müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Bleiben ein bisschen auf Push. So, jetzt kommt die Chance, jetzt, nein, hat er versemmelt. Jetzt vielleicht auf der Geraden nochmal. So, haben wir jetzt erstmal auch die Führung übernommen. Nein, Gasly blockt auch gut. Schaffen nicht an ihm vorbeizukommen, deswegen gehen wir jetzt auch wieder auf grün. Kommen mit sogar durch den Boost können wir sogar auf Medium raus und das machen wir dann auch. Machen jetzt einen Boxenstopp und danach schicken wir ihn dann nochmal auf Medium raus. Und jawohl, hat es nicht geschafft, Pierre Gasly zu überholen. Das ist sehr ärgerlich, aber halb so wild. Werden jetzt pitten und los geht's. Russell muss den Williams vor ihm klären, macht er auch sehr, sehr schön. Kommt jetzt auch in der Runde noch rein und wechselt auf Medium und kann dann auch 4 Runden komplett auf Push gehen. Mit Max sehen wir jetzt Platz 21. So, und da. So, und rein. Gegner bleibt noch draußen auf seinem Medium-Schlappen da vorne. Mit Max Verstappen ist jetzt auf Position 9. Wir machen mit Max sogar noch ein Plätzchen, sehr, sehr schön. Können jetzt wieder runter vom Gas und Russell muss jetzt auch Gas geben. Ihr seht, komplett die ganzen Leute hier noch, die hier vor uns sind, müssen noch alle tanken. So, jetzt haben wir hier die Chance. Der Gegner kommt jetzt raus. Max Verstappen Softies. Wir liegen 2 Plätze hinter ihm. Alles entspannt. Sehr schön. George Russell hat direkt mal 2 Leute da geklärt.
bei Start und Ziel. Müssen jetzt auch Russell passieren lassen. Komm, komm, komm. Jetzt hier durch. Ohne Probleme bitte. Sehr schön, Team Order. Ich erwarte von Russell, dass er den Jungen hier vor sich macht hier. Und zwar so schnell wie möglich, weil sonst verlieren wir hier kostbare Zeit. Jawohl. Und jetzt auf der langen Geraden noch. Komm, Max, das muss er machen hier. Ah, kommt der nicht so richtig vorbei. Versuchen wir gleich nochmal. Kurz vor Start und Ziel noch auf der Geraden. Hier noch ein bisschen pushen. Wir haben kaum noch Profil. Das wird nichts mehr. Aber passt. Passt. Mit George sind wir auf Platz 11. Und mit Max Verstappen sind wir auf Platz 13 und haben den Gegner geschlagen. So, Kai hat eine Frage. Hallo zusammen, bin gerade Series 4. Lohnt es sich überhaupt, die Qualifikation zu fahren? Verliere immer in Serie 4. Für Tipps wäre ich dankbar. Ja, lohnt sich, definitiv, aber auch bitte in deiner Klasse. Fahr bitte in Junior, wenn du da in Serie 4 bist und ja, gib dein Bestes. Wenn du irgendwelche Tipps brauchst, guck bitte bei mir auf den Kanal. Da habe ich die Gewinnstrategien von Serie 3 bis Serie 10. Und die Serie 3, nimm da bitte auch deine maximalen Teampunkte, nimm da bitte auch deine besten Fahrer und fahr damit dann auch bitte in der Junior-Klasse. So, Fahrer von unserem Gegner Verstappen auf 6 und Alonso auf 6. Equipment Claw 7, schaut euch das bitte mal an. 2,9 Sekunden Pit-Time und dann einfach Wahnsinn. 1630 Teampunkte, aber ihr habt gesehen, wir haben ihn trotzdem geschlagen. Ja, haben trotzdem gewonnen, haben gute Punkte nach Hause gebracht, 26 Punkte. Bin soweit eigentlich zufrieden. Ja, gehen wir mal ins nächste Rennen. Platz 3 im Moment mit zwei Rennen auf 51 Punkten. Wie schon gesagt, das wird, denke ich mal, kein großes Problem sein, hier sich zu qualifizieren. In dem Warm-up haben wir eigentlich nie Probleme für die Champions. Und seit den letzten 2 Wochen, wie wir auch jetzt hier sehen, haben wir auch keine großartigen Probleme, ins Finale zu kommen. Ja, wenn ihr da Probleme habt, also wenn ihr da auf Platz 14 qualifiziert und dann runter auf 20 fällt, dann ist euer Equip, also euer Setup, ist sehr ungleichgewicht, ist nicht ausbalanciert. Ich werde, wie schon gesagt, auch in den anderen Videos, ich bin gerade dran. Ich habe 3 Setups, mit denen ich aktuell fahre. Das Setup hier, was wir jetzt hier gerade sehen, das ist das End-Setup. Das gehört auch leider dazu, zu diesen 3 Setups, die ich habe. Allerdings die anderen beiden Setups, die sind sehr interessant für jeden von uns. Und die haben überhaupt nichts, die haben keine Serie 11 oder Serie 12 Teile in sich. Also von daher bleibt dran, abonniert den Channel. Ich wäre zufrieden, wenn ich Junior mal im Finale komme. Ja, wie gesagt, ich brauche Setup, ich müsste mir das alles mal anschauen und wenn nicht, dann schau dir mal bitte auch meinen Channel an, wie schon gesagt, und da sind die ganzen Gewinnstrategien drin. Und in Zukunft werden wir hier noch mehr Videos hochladen und schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen besser alles machen können, damit ihr dann auch ein bisschen effektiver seid. So, Safety Car in der ersten Runde hier. Wer hat denn hier den Unfall hier gemacht? Wo ist denn derjenige? Ah, da hinten. Nicht. Tja, erste Runde Safety Car. Ja, fängt ja schon rosig an hier in Brasilien. So. Das heißt für uns dann, dass wir so gesehen mit Max Verstappen, da war ja eigentlich geplant eine 4-4 zu machen und mit Russell war eine 5-3 geplant. Und ich denke mal, dass wir jetzt mit Max Verstappen
machen und auch mit Russell. Müssen wir mal schauen gleich nach der Runde, wie viel Profil wir da haben. Das ändert auf jeden Fall einiges hier. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da effektiv sein können und dieses Safety Car auch für uns dann nutzen können. Mal schauen. Schauen wir mal, wie viel Profil wir jetzt haben. Wir müssten auf gar keinen Fall unter 60%, weil sonst würden wir die 5 Runden ja nicht schaffen. So wie es aussieht, schaffen wir es auch. Da können wir auch entspannt 5 Runden jetzt fahren mit Max. Und das war's dann auch. Hängt ein bisschen, wir geben doch ein bisschen mehr Gas. Wir kommen doch rein in der 4. Runde, also so gar nicht so viel pushen, weil ihr seht selber, es ist mega eng. So richtig pushen bringt das auch nichts hier. So, jetzt pushen wir ein bisschen mit Max. Das ist nämlich seine letzte Runde. Und jetzt bitte nach vorne. Noch ein paar Plätze wären schön. Und wie gesagt, er kommt jetzt rein. Eventuell für die Leute, die jetzt auf Hard gekommen sind, ist das natürlich ein bisschen doof. Gut für uns. So, wir gehen hier auf regulär und Russell gibt jetzt Vollgas für die letzte Runde. Gegner bleibt noch draußen. Wir machen Undercut. Sehr schön von George Russell hier. Sehr, sehr schön. Jawohl, machen sogar noch hier ein bisschen Ärger und halten ihn jetzt auch ab. Verstappen muss Gas geben. So, jetzt kommt unser George Russell rein. Der Gegner kommt auch rein mit seinem Lewis Hamilton, aber sein Max. Gucken, ob ich hier. Es hängt ein bisschen. So, den ersten haben wir schon gemacht hier mit Max. So, wie sieht es denn hier aus? So, wir haben hier vor uns auf jeden Fall noch einer, der rein muss, 2, 3, die ganzen vorne da, die ganzen Leute auf 2, 3, 4, 5. Wir hoffen, dass wir hier was machen. Los, 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 Max. Max zieht an denen vorbei, Platz 10, sehr, sehr schön. Russell auf Platz 14. Ja, ihr seht selber, tut echt leid, dass es so glitchy ist, aber wir sehen. So, Max muss jetzt auch runter vom Gas, weil sonst haben wir hier ein Problem. Versuchen vielleicht sogar noch Platz 9 zu machen. So, Platz 10 und Platz 11. Ihr seht selber, Shortcut, also hier Undercut hat auf jeden Fall was gebracht. Kann man nur empfehlen. So, Russell zieht jetzt noch mal kurz an Max vorbei. Gas geben. Position machen wir sowieso nicht mehr, aber Position halten tun wir. So, wunderbar. 10 und 11 in Brasilien. Safety Car, wie schon gesagt, in der ersten Runde. Oh, das war knapp, aber trotzdem noch ins Ziel gekommen. Passt. So, was schreibt ihr denn da? Alles gut, ihr habt gerade mein Setup für Serie 8, wo man gut was reißen kann. Ja, das freut mich. Das freut mich sehr. So muss das auch sein. Wie gesagt, Gewinnstrategien haben euch das an. Damit könnt ihr schnell hochkommen und dann seid ihr rucki zucki auf Serie 12 und dann könnt ihr eigentlich auch dann euer Endsetup fahren. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich machen wollen hier. Ne? Wir wollen ja auch in der Serie 12 Punkte fahren und Spaß haben. Ja, ihr seht, Platz 2 mit 3 Rennen. Sieht gut aus. Die Quali sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, 25% Regenwahrscheinlichkeit in Frankreich für unser letztes Rennen. Ja, top. Rauche ich mir noch ein Flüppchen mit euch. Und ihr habt ja auch gesehen, ich habe gestern mal wieder eine legendäre Kiste bekommen. Das war cool. Das ist schon die zweite. Jetzt letzte Woche eine und dann jetzt diese Woche noch mal eine. Ich hoffe, dass jede Woche eine Legi kommt. Damit wir
auch dann schon mal die Chance haben, unsere Serie 11 und Serie 12 Teile zu pimpen. Das nächste, was, denke ich mal, abgegradet wird, wäre Hydra auf 5 bei mir. Das hat, ich glaube, ich habe 24 oder 25 Parts, ich brauche 50, um das Teil abzugraden. Und ja, lass uns hoffen, dass in der legendären Kiste, wir machen auch nach dem Rennen, machen wir die auch auf. Oh, hier, Platz 11 und Platz 12, der Gegner, der hat wieder auf die Kacke gehauen. Allerdings schaffen wir es trotzdem. So, wir fahren. Was nehmen wir denn hier? Wir nehmen Selbstkontrolle wieder. Und für George Russell nehmen wir mal ewiges Feuer. Ja, so fahren wir. Ja, so wird gefahren. Es hat geregnet nach 4 Minuten. Da bin ich eine 2-3-3 gefahren und mit dem anderen eine 4. Und ja, hier, so wie es die kompletten 8 Runden haben wir jetzt hier trocken. Wir werden hier auch eine 2-3-3 fahren mit Max Verstappen. Und dann werden wir eine 4 mit George Russell fahren. Und ja, lass uns hoffen, dass der Start jetzt gut wird. Hier, George Russell hat einen super Start hin. Einen Bombenstart, muss man ja mal sagen. Wir versuchen jetzt den Gegner ein bisschen zu blocken hier. So, Max Verstappen enttäuscht, aber halb so wild. Der hat ja jetzt schon wieder ein Plätzchen geholt. Das Tempo so zu halten, versuchen auch die Position zu halten, außer mit Max. Der muss ein paar Positionen machen hier. Wir werden jetzt nochmal Gas geben. Wie gesagt, nach der Runde kommt unser Max Verstappen rein in die Box. Unser Gegner ist mit Softs rausgekommen und mit Medium. Das heißt, er wird eine 3-3-2 fahren mit beiden Fahrern, denke ich mal. So, Max Verstappen geht jetzt mal runter auf Verteidigen. Das ist nämlich sinnloses Spritterballern. So, Gegner hat uns überholt, ist auch okay. Lassen wir ihn vorbei. Mit Russell auch nach den 4 Runden auf jeden Fall auf hart wechseln. So, unser Max kommt jetzt rein. Wie gesagt, wir fahren eine 2-3-3 mit ihm. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Okay, alles gut. Versuchen jetzt hier unseren Vordermann zu klären. Das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Wir gehen runter. Runter vom Gas. Vielleicht machen wir ihn ja jetzt. Jawohl, da haben wir ihn gemacht. Sehr, sehr schön. So, Gegner, wie wir auch gesagt hatten, kommt jetzt rein mit beiden. Wir ziehen jetzt mit unserem George Russell definitiv an beiden vorbei. Und Max Verstappen kommt auch von da hinten mit Schwung. Sehr schön, Platz 15. Sehr, sehr gut. Auto wird repariert. Mario fragt, fährst du auch so mit Amateurfahrern? Ich fahre grundsätzlich immer nur mit Charles, Max Verstappen und Carlos Sainz. Ich fahre nicht mit Albon oder sowas oder mit Mick Schumacher oder sowas. Mit sowas fahre ich nicht. Jetzt muss Max Verstappen an unseren Russell vorbeiziehen. Genau, so hat er jetzt auch gemacht. Wir können auch jetzt mal bis zur langen Geraden beschleunigen. Werden dann in die Box kommen mit Max Verstappen und werden ihn auf Medium Tires dann wechseln. Und der wird dann 3 Runden lang volle Kanone pushen. Russell jetzt auch versuchen, ob wir hier ein paar Plätze machen. Auf ja, sehr schön. Hat Kevin Magnussen da überholt. Sehr gut. So, Max Verstappen kommt in die Pits. Auto wird vollständig repariert, wird auf Medium gewechselt. Und dann, wie schon gesagt, 3 Runden kommen raus auf Platz 19. Sehr, sehr eng sehen.
Gegner ist jetzt auf 9 mit seiner 3-2-Taktik und mit seinem Gasly auch mit einer, der fährt eine 3-5, so wie es aussieht, ist jetzt auf hart. Wird das Rennen auf jeden Fall verlieren. So, wir gehen jetzt hier runter vom Gas mit Russell, weil die Jungs vor uns hier, die blocken uns. Können jetzt ein bisschen wieder Gas geben. Ich hoffe, dass jemand in die Box kommt. Jawohl. Jawohl, sehr, sehr gut. Haben ihn auch geklärt. So, können wieder runterschrauben. Ihr seht, Sprit haben wir genug auf Russell. Allerdings müssen wir da so ein bisschen auf unser Gummi achten. Wer ist denn da vor uns? Das ist ein Williams, ne? Pierre Gasly, das ist ein Alpha Tauri. Auch auf hart, muss aber jetzt pitten in der Runde. Wäre gut, wenn er uns vorbeilassen würde hier. Jawohl, da sind wir durch und weiter, 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 weiter. Max Verstappen macht auch ein Plätzchen. Jawohl, macht er. Position 13. Und da kommt jetzt ein Position 9 und 12. Der Gegner muss so gesehen nochmal rein. Hat sich da ein bisschen verkalkuliert. Konnte nämlich keine 5 Runden fahren, Fahrt. Das geht nämlich nicht. Und das mit George Russell. Ihr seht selber, dass unsere Zuverlässigkeit genau gleich ist wie unser Reifenverschleiß. Verstappen jetzt noch Platz 10. Wird er noch Alonso machen oder nicht? Ich hoffe doch. Nochmal nach innen, nach innen. Nein, wir verlieren sogar noch. Nein, 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 den verlieren wir nicht. Verteidigen. Sehr, sehr gut. Sehr schön, 30 Punkte. Perfekt, haben wir noch gerade noch drüber gesprochen gehabt. Ja, ich bin auf jeden Fall noch da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir bitte jetzt im Live-Chat. Ich lese mir mal eben. Man kann immer die Quali fahren. Junior bei dir. Ja, wie gesagt, Mario, Junior-Finale, wenn du im Moment noch in Serie 4 bist, dann reicht es eventuell noch nicht, weil 3. Allerdings ist das auch ein bisschen höher. So reden wir auch hier zwischen Serie 4 und Serie 5 von der Stärke. Das ist wie bei mir jetzt hier in der Champions. Das ist nicht Serie 12, sondern das ist im Endeffekt so Serie 13, Serie 14 eventuell, weil ich mache in Serie 12 eigentlich mehr Punkte. Ja, und das wäre dann bei dir auch so der Fall. Ja. Strategie bei so einem Fahrer. Immer lang. Wenn du nicht dich vorne qualifizierst oder im Mittelfeld, dann brauchst du versuchen anzugreifen, sondern da muss wirklich die Kunst ist, das heißt, wenn du dich da hinten qualifizierst, sagen wir mal Platz 20 und Platz 22, dann gehst du bitte mit beiden Fahrern auf lang. Das heißt dann in dem Fall, dass du, wenn da 8 Runden sind, dann fährst du mit einem eine 4-4 und mit dem anderen fährst du bitte dann eine 5-3. Weil du kannst in den ersten paar Runden, wenn es dann so eng ist, kannst du nicht wirklich punkten. Du bist in Serie 8, ja, in Serie 8, wenn du dich da hinten qualifizierst, ja, dann musst du auf lang gehen. Wenn du dich schon im Mittelfeld qualifizierst, so wie jetzt in meinem Fall, dann kannst du versuchen, so wie ich auch in Mexiko gefahren bin, dass du anfängst mit einem einen Undercut zu machen. Und zwar musst du aber auch nach vorne. Also du startest, sagen wir mal, von 14, 15, dann fährst du und dann, selbst wenn du da ein paar Positionen verlierst, halb so wild, dann machst du trotzdem noch einen Undercut. Mit dem anderen Fahrer bleibst du dann auf Medium. Wenn es geht, fährst du auf Medium eine 4, dann auf Hard, so wie jetzt in dem Rennen, ja, dann geht es. Ja, aber schön sonst immer auf lang. Versuch gar nicht mit beiden Fahrern irgendwie auf Soft 2-3-3 zu fahren und dann mit dem anderen eine 3-3-2. Das funktioniert nicht. In Serie 8, wie viele Teampunkte hast du, Mario? So, lass uns mal zusammen hier die legendäre Liste aufmachen. Ja, schöne und hoffen, dass da was Gutes drin steckt. Ist sie drin. Das ist perfekt. Haben wir wenigstens ein bisschen was zurückbekommen. Ganz ein blauer Teil. Kaum relevant. Schnell hochgehen. Ja, 780 Teampunkte für Serie 8. Das ist
Etwas noch zu wenig. Also ich habe das immer so kalkuliert, Serie 1 200 Teampunkte, Serie 2 300 und das geht dann immer so weiter. Also für Serie 8 wären 900 Team schon gut, damit du auch Spaß haben kannst, damit du auch schöne Rennen fahren kannst, damit du auch schöne Punkte fahren kannst. Allerdings, wenn für dich ist ja klar, du willst ja da auch deine Flaggen voll machen, dann, wie schon gesagt, bitte von hinten, also du hast Albon, Epic auf 4 und Verstappen blau auf 3. Ich hoffe, das ist Fahrer von dir. Ja, wie gesagt, auf lang. Beide Fahrer auf lang. Versuch mit einem Fahrer, wenn du magst, einfach mal um auszuprobieren, eine 3-3-2 oder eine 2-3-3 und mit dem anderen Fahrer dich nicht in der Boxengasse in der Quere stehen. So, wenn du managen kannst, während des Rennens in den ersten 4 Runden beide so einen schönen Gap aufzumachen von 4-5 Sekunden, dass die beide in der Pitline keine Probleme haben, dann würde ich mit beiden eine Einbox-Strategie fahren. Lewis mitten und dann jetzt unseren 2 epischen Teile, 9-mal Claw und 29-mal Nicolas Latifi. Katastrophe. Naja, was will man? Legendäre Kiste. Das war wieder ein Flop. Wir setzen eine grüne rein. Und ja, wie gesagt, Leute, danke fürs Zusehen. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, das Video ist hilfreich. Ich hoffe natürlich, ihr qualifiziert euch auch. Mario, wie schon gesagt, schau dir bitte auch meine Videos an. Serie 8, Gewinnstrategie etc. Ich habe die ganzen Videos hier auf dem Channel. Und ja, immer schön grinden und wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Dankeschön. Ciao.